Ja, hallo, willkommen zurück zu The Council. Und wir sind immer noch dabei, rauszufinden, wo meine Mutter ist. Ja, wir waren in dem Raum hier stehen geblieben. Dante's paradise. Raise your head and be reassured, for what comes up here from the mortal world must ripen in our rays. Ich hoffe... Ja, wir sind hier stehen geblieben bei dem Rätsel. Oh, endlich, ich habe wieder etwas dazu bekommen. Oh, was steht denn hier? Eine Menge Urnen, wie es ausschaut, ja. Suche nach Hinweisen, ja, ich suche nach Hinweisen. Ah, ich kann nicht raus, das ist gut, das ist super, das ist... So, wenn hier nichts mehr ist... Oh. Wenn hier nichts mehr zu finden ist, außer... St. Paul on the road to Damascus, by Caravaggio. Ob ich da gleich wieder 3 Punkte verschwende, ich glaube nicht. Also da habe ich dann wieder nichts und... Ja, das Gemälde untersuchen. Caravaggio attained a magnificent command of black and the play of colors too. Paul facing an ordeal, the curtains of his illusions being raised, and receives the light from his Savior. Ja, ich glaube, dabei lasse ich es erstmal. Die 3 Punkte, die mache ich nicht. Nein. So. Lauf mal ein bisschen schneller. The door appears to be locked on the other side. Wieso sollte ich das nicht versuchen? The door appears to be locked on the other side. Also ist die Entscheidung doch die einzige, dass ich es versuchen muss. I think I heard something fall to the ground. A metallic sound, like a key falling to the floor. Ich knack das auch nicht, das Schloss. Vielleicht findet sich was zum drunterschieben, oder? Also wenn ich jetzt wenn ich an ältere Rätsel denke. There are burnt papers in the chimney. Genau, nimm die mit, There's a schieb da. legible fragment left. Hey, I recognize my mother's handwriting. She says we must find a safer way to communicate. Someone is onto us. Trust in my faith in the man with the sword. So Mother had an accomplice here. Who could it be? Who could she be suspicious of? I must find the next part. Faith, sword. I recognize her love of riddles there. Ja, Rätsel sind immer gut. Drücke X, um deine Notizen anzuschauen. Wir müssen eine Kommunikationsmethode finden. Ach so. Dante's paradise. Ach man, das hatte ich Raise doch your schon. head and be reassured. For what comes up here from the mortal world. Oh, halt. What is this disc? Oh, that reminds me of the ones my mother collects. It's magnetic. Sie ist magnetisch. Ja, und was ist auch magnetisch? Ja, richtig. Der Schlüssel hinter der Tür. Oh, ja, bitte benutze es auch, ja. Bitte nicht wieder dieselbe Frage. Nein, ich will es nicht knacken. Die Scheibe benutzen. We'll see if it works. Habe ich ja gesagt, dass es auch andere Methoden gibt. Ja. Doch nicht so dumm. It's open.
Oh, Moment. Peinliche Angelegenheit. Ich muss mal kurz rumschalten. Ihr seht das ja nicht. Ja, ich habe ja nur einen Bildschirm. Ich nehme ja übers Fernsehgerät auf. Es nimmt auf. Ja, das wäre jetzt die peinlichste Aktion überhaupt, wenn ich nicht aufnehmen würde. Entschuldigung. So, dann lass uns mal umschauen, ja. Da war wieder was zum Knacken, aber das möchte ich jetzt nicht, doch nicht. The New Testament. And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in Jordan. Hoho, was soll ich denn hier alles lesen? Ich versuch's mal der Reihe nach durchzugehen, weil es ist ziemlich viel. Also. And so it was that, while they were there, the days were accomplished that she should be delivered. Ach, was nützt mir das jetzt im Moment? Eigentlich nichts, oder? It's St. John, painted by Guido Rini. Saint? Was war jetzt? St. John, painted by Guido. Der heilige Johannes. Gemalt von einem Guido. St. Johannes, der heilige Johannes, gezeichnet bei Guido. Matthäus, Johannes, ja, Evangelium, das Evangelium nach Johannes. Ich bin nicht so bewandert, was das angeht. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Auch könnte nicht mal drin bleiben. Das Evangelium Johannes, so. Dass er immer wieder rausgeht, das ist für mich, das ist nicht... I and my Father are one. Jetzt geht er wieder raus. Ich und mein Vater sind eins, ja. Evangelium Johannes. And he, bearing his cross, went forth into a place called the place of a skull, which is called in Hebrew Golgotha. Ich gehe das jetzt durch, bis mit dem Johannes erstmal. Weil das ist mein erster Hinweis, den ich habe. Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having 5 porches. Naja, gut. Ich habe keine Ahnung. Several portraits of apostles, all signed by Guido Rini. Looks like someone touched this commode recently. There are fingerprints on the sheets and in the dust. Guido Rini, das müssen wir uns auch merken. Also nicht nur... Ach, wieder nicht das, was ich will. Painting of St. Mark from the collection of the apostles by Guido Rini. Several portraits of apostles, all signed by Guido Rini. Looks like someone touched this commode recently. There are fingerprints on the sheets and in the dust. Ja, dann zieh doch mal irgendwas vor oder so. Ich kann mir das nicht anders vorstellen, dass vielleicht, Moment, vielleicht entdecke ich ja doch ein Buch oder sowas. Amber. Ah, wieder nichts, was ich jetzt benutzen kann. Ja, dann zieh mal was vor. Guido Remi. Ach, macht er nicht, der zieht nichts vor. Was vielleicht noch ein Hinweis sein könnte, ja. Also mit dem Johannes haben wir alles durch. Bloß über die Offenbarung des... Moment. Hier steht noch was. Pastorbriefe und die Offenbarung des Johannes. Remi, Guido, Offenbarung, das ist da was mit Guido drin. Och nein, ey, komm, das ist ja doch wahnsinnig. Ich fange jetzt hier an. And the woman was given 2 wings of a great eagle,
that she might fly into the wilderness, into her place, where she is nourished for a time, and times and a half a time, from the face of the serpent. Hey, a new note. It's been folded carefully in the corner of this page. The writing, it's not my mother's. S. I found the book in your effects. I've concealed it where no one can get their hands on it. I can assure you, awaiting your instructions, I will hear your reply like he who hears the angel. Hears the angel? What does that mean? Oh, it's probably the place where she was expecting to get the location of the next note. Bin ich wirklich weiter? Was steht jetzt hier? Folge den Hinweisen, die deine Mutter in der Bibel versteckt hat. St. John, painted by Guido Rini. Ja, diesen Guido, den haben wir ja jetzt schon durch. Several portraits of apostles, all signed by Guido Rini. It looks like someone touched this commode recently. There are fingerprints on the sheets and in the... Ich kann es nicht wegdrücken. Sorry, Leute, wenn ihr das nochmal anhören müsst. Ja, Hinweise, Hinweise. Vielleicht gibt es ja neue an dem Gemälde. Nein, glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube das nicht. Aha. St. Paul painted by Guido Rini. Schon wieder. St. Paul is shown holding a sword. Strange. There's hardly any dust, as if the painting's been cleaned recently. There's a small inscription engraved on the frame. Let's take a closer look. This is how Paul spoke to his pilgrims from Rome. Just above that, someone's written down the figure 11 on the painting and underlined it twice. No, what does that mean? Die Zahl 11. St. Paul is shown holding a sword. Oh, bitte nicht. Strange. Bitte nicht There's nochmal. hardly any dust, as if the painting's been cleaned recently. There's a small inscription engraved on the frame. Let's take a closer look. This is how Paul spoke to his pilgrims from Rome. Just above that, someone's written down the figure 11 on the painting and underlined it twice. No, what does that mean? Du weißt nicht, was das bedeutet. Ja, die Zahl 11. Okay, wir gehen nochmal. Oh, was habe ich denn? Chest with the occult symbol representing air. Rechten Schlüssel verwenden. Kann ich nicht. Ich kann nichts verwenden. Es war zwar so, als wäre das möglich, aber es ging nicht. Ja, hatte ich das schon? A drawing of the Apostle Matthew, painted by Guido Rini. He's represented as writing the word of the Lord, transmitted by the Holy Spirit, who appears here in the guise of an angel. Okay, dann konzentrieren wir uns mal auf die Zahl 11. So, Offenbarung Johannes. Die Zahl 11 war wichtig. Kapitel 5, Vers 12, Vers 6, Kapitel 12, Vers 14. Nein, Johannes, ich glaube Vers 11, ja, also mal die erste 11. But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because that darkness hath blinded his eyes. Und was bringt mir das? Jetzt schweife ich total ab. Ich versuche aber doch noch irgendwas mit... Irgendwo muss doch noch eine andere 11 stehen. War das jetzt eine 11 hier oben? Kapitel 1. Ach, ich sehe schon nicht mehr richtig. Ich muss mal mich hier so drehen. Vers 17, Vers 15, 14, 1, Kapitel 1, Vers 12, 2,
2, 1. Nichts mit 11. Ich konzentriere mich nur auf die Zahl. Nicht weiterlesen. Was? Nicht weiterlesen? Das Buch analysieren. Das kostet mich nichts. Ah, weil ich das gelernt habe. Das ist ja auch so eine Sache, ja. Wenn ich das lese, so, dann hat er, wer weiß er das. This volume dates from the first edition by Gutenberg. It's the first book that was ever printed. The pages are covered in annotations in Latin, French, and Hebrew. Someone spent years studying this Bible. Oh, erste Gutenberg-Bibel. Was haben wir hier? A volume of the Gutenberg Bible. Ich habe doch all... Nein, ich habe noch nicht alles. A volume of the Gutenberg Bible. Lesen. Nicht weiterlesen. 11. Hier gibt es keine neue 11. Vielleicht bin ich auch zu sehr auf die 11 konzentriert. Und auf Johannes. Offenbarung des Johannes. Ja, das ist natürlich... Da hatte ich was, das war der Vers 11, den hatte ich ja. But he that hateth his brother is in darkness, Komm, and ich will's doch walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because that darkness hath blinded his eyes. Oh, jetzt aber mal gut hier. Okay, raus komme ich nicht. Ich schau mal, ob ich rauskomme. Nein, ich komme nicht raus. Wie lange soll ich denn noch hier rumrätseln? Wo soll ich denn suchen? There are burnt papers in the chimney. There's a legible fragment left. Hey, I recognize my mother's handwriting. She says we must find a safer way to communicate. Someone is on to us. Trust in my faith in the man with the sword. So mother had an accomplice here. Who could it be? Der Mann mit dem Schwert. Who could she be suspicious of? Ich hab's schon gesehen auf dem Gemälde. Oh, hör auf zu quatschen. Ich kann das nicht wegdrücken. Wieso geht das nicht? Leute! Manchmal ist es so anstrengend. Da steht B und es drückt nichts weg. So, der Mann mit dem Schwert. Wo ist er? Das ist der Mann mit dem Schwert. St. Paul painted by Guido Reni. Das Gemälde, ein Evangelist. Of the 4 apostles shown in this piece, Paul is the only one who isn't an evangelist. He is the 13th apostle. Der 13. Apostel. Also ich lass mich bitte nicht nochmal. So we have the figure 11 twice underlined, and a story of a group of pilgrims who it looks like Paul is speaking to. Maybe it's a code. There must be a connection. A text on Paul must be somewhere, and it must be associated with the figure 11. But what's the story with these pilgrims? I mean, a connection with the figure, maybe? Ich weiß nicht, ob was da rausläuft hier. A chest with the occult symbol representing air. Wieso kann ich denn diesen Schlüssel nicht verwenden? Linken, rechten Schlüssel. Ich kann hier überhaupt nichts machen. Apostel.
Ja, der 13. Apostel. Then they suborned men, which said, "We have heard him speak blasphemous words against Moses and against God." Was ist der Hinweis? Was ist der Hinweis? Several portraits of apostles, all signed by Guido Reni. Wieder nicht Looks like wegdrücken. someone touched this mood recently. Nochmal, das So kann doch wohl it nicht was wahr sein. in the dust. Painting of Saint Mark from the collection of the apostles by Guido Reni. A drawing of the Apostle Matthew, painted by Guido Reni. He's represented as writing the word of the Lord, transmitted by the Holy Spirit, who appears here in the guise of an angel. Soll ich jetzt das ganze Evangelium durchlesen oder alles, was dort liegt? Also, ich komme hier nicht raus. Ich kann dieses Rätsel nicht leiden. Ich sag's euch, wie es ist. Ich mag es nicht. Dante's Paradise. Oh, ja. Raise your head and be reassured, for what comes up here from the mortal world must ripen in our rays. Was ist denn versteckt, das ich hier übersehe permanent? Was ist versteckt? St. Paul on the road to Damascus, Naja. by Caravaggio. Naja. So, was ist hier? Ich werde wahrscheinlich doch meine Punkte verbrauchen. Caravaggio attained a magnificent command of black and the play of colors too. Paul facing an ordeal, the curtains of his illusions being raised, and receives the light from his Savior. St. Paul is the only saint to be presented twice in these paintings, contrary to the other apostles. How come? A fierce opponent of the first Christians, St. Paul is suddenly struck by the call of Jesus Christ and converts. It's the best known conversion in Christian history, which teaches us that even enemies of Christ can be saved, and even become his greatest apostles after finding faith. From what I can recall, the account of his conversion could be found in the epistles to the Galatians, the Philippians, the Corinthians, and the Acts of the Apostles. St. Paul is the only saint to be presented twice in these paintings, contrary to the other apostles. How come? And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized by John in Jordan. And behold, there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name, and when he saw him, he fell at his feet. And as they did eat, Jesus took bread, and blessed it, and broke it, and gave it to them, and said, "Take, eat, this is my body." Then came together unto him the Pharisees, and certain of the scribes, which came from Jerusalem.
Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for all have sinned. I say then, have they stumbled that they should fall? God forbid, but rather through their fall salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy. Oh wait, a note from Mother is carefully folded between the pages here. What does it say? Dear E, I'm glad you found this note. I was afraid the code of the two groups of pilgrims would mislead you. Pick up the package. You know where, and hide it where no one will find it. It's imperative, awaiting your reply, hidden behind the youngest apostle. What? The youngest apostle? What does Mother mean by that? Hinter dem jüngsten Apostel. Hinter dem jüngsten Apostel. Wenigstens eine Else behind this painting. neue Option. It says, half of each group will join the first city of Corinth. What the hell does that mean? Also wir haben eine neue Option, wir können auch den Rahmen untersuchen. Ich hoffe, das geht auch bei den anderen Bildern. Hier gucke ich erstmal nicht hin. So. Den Rahmen. Die Umgebung inspizieren. There's nothing worth noticing here. Die Umgebung. Das Gemälde haben wir schon betrachtet. Kommode. Little characters are engraved on the chest of drawers under the urn. It's a sentence in Hebrew. Choosing the Hebrew alphabet is no coincidence. It's got to be a reference to the Bible. Bitte lass mich nicht nochmal die Bibeldinger durchsuchen. Die Umgebung. Die Kommode war jetzt das verstaubte Möbelstück. There are finger marks, deliberately drawn in the dust. 8 in all. Oh nein, komm, jetzt nicht mehr mit, mit der neuen Zahl 8. No, nothing of value here. It's too cumbersome for me to unhook here, but judging by the dust, it hasn't been moved for months, if not years. Also bringt uns das auch nicht weiter, weil wenn das Gemälde nicht bewegt wurde, dann... Several portraits of apostles, all signed by Guido Reni. It looks like someone touched this commode recently. There are fingerprints on the sheets and in the dust. Na, dann zieh's doch mal weg. Nein, da wird natürlich nicht... Ja, komm, ich hätte das schon längst weggezogen. So, der Mann mit dem Schwert, da war am Anfang die Rede davon. St. Paul painted by Guido Reni. Das Gemälde habe ich doch schon. St. Paul is shown holding a sword. Strange. There's hardly any dust, as if the painting's been cleaned recently. There's a small inscription engraved on the frame. Let's take a closer look. Oh ja, ich weiß, die Zahl 11. Ach Mann, das macht mich wahnsinnig, das ganze Just Rätsel above hier. that, someone's written down the figure 11 on the painting and underlined it twice. No, what does that mean? Oh, was das denn? So, weg hier, weg von dem Gemälde. Das werde ich nie wieder untersuchen. Okay. Da hätten wir natürlich noch ein Gemälde, wo ich hoffentlich den Rahmen untersuchen darf. St. Paul on the Road to Damascus by Caravaggio. Na, nein, oder? Ach doch, den Rahmen untersuchen, das geht. This painting has been hanging here for a long time. A lot of dust is built up on it. Well, a finger has drawn a number in the thin layer of dust. I can read the number 4. Oh. Nein. 1184. Tja, Leute, das müsst ihr euch jetzt mit antun. 1184, okay.
Wo war ich stehen geblieben? 11, 8, 4. 4. Because we look not at the things that are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Hereby know that we dwell in him, and he in us, because he hath given us of his Spirit. And he became very hungry, and would have eaten, but while they were made ready, he fell into a trance. Hey, there's a note here. A message from Mother in reply to E. We must leave urgently, but first I absolutely must go beyond the nightmare. Watch out for Volner. He figured out I was avoiding him. Allay suspicion. See you tomorrow evening. Stand ready. For now, let's cease all communication until we meet. Take care of yourself. I suppose this must be the last message. What happened afterward? If it's what I suspect, I fear the worst. What did Mother mean by, I absolutely must go beyond the nightmare? I must go beyond the nightmare. What does she mean by that? Ho, 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 ho. Ja, was ist denn ein Albtraum? Es ist wahrscheinlich allegorisch gemeint. Was ist denn allegorisch? Kann mir das mal jemand erklären? Schreibt's mir. Es ist wahrscheinlich wörtlich gemeint. Nein, wörtlich glaube ich nicht, dass irgendwelche... Das allegorisch wird schon stimmen. Ich kann ja mal Google fragen. So Leute, jetzt Premiere ich während eines Spiels. Was bedeutet allegorisch? Hier ist die Definition von allegorisch. Die Allegorie betreffend, in der Art einer Allegorie. Ich bin genauso schlau wie vorher. Aber ich tippe mal. I'm guessing it's a metaphor. I need to figure out what this means. Mortimer's getting his guests together. I ought to join them so I don't look suspicious. Also eine Metapher, ja, er hat es doch selbst jetzt übersetzt. Es ist eine Metapher. Oh, wie lange habe ich jetzt für das Rätsel gebraucht, Leute? Ihr seht es natürlich. Ich muss selbst mal schauen. Eine halbe Stunde. Oh, nein, nee. Ja, na gut. Ja. Okay, dann geht's. Lass uns mal zum Dinner gehen. Erfolgreich, ohne Erfolg. Ach, ohne Erfolg steht wieder Haufen da. Ist natürlich logisch. Ja. Aber was soll's, ja. Gefundene Gegenstände. 700 Gegenstände haben wir gefunden. Meine Güte, muss ich hier lange unterwegs gewesen sein. So, wir haben 4 Punkte, Freunde. 4 Punkte. Politik, was interessiert uns am meisten? Eigentlich Aufmerksamkeit. Augen entgehen selbst kleine, wichtige Details und seltene platzierte Elemente nicht. Da mache ich gleich mal 2 Punkte. Und das mit dem Gehirn sieht gut aus. Psychologie. Also ich bestätige das jetzt. Ich bin mir sicher, dass mir das am meisten weiterhilft, wenn ich aufmerksam bin und wenn ich mein Gehirn anstrenge. Was, ja.
Ja, und jetzt kommen wir mal zu den Büchern, ja. Die Regeln der Höflichkeit. Wenn ich die lese, ja, dann lerne ich da halt auch. Krieg Punkte dafür. It's time I went back and joined everyone in a small salon. Okay. Tja, hier haben wir wieder so einen gesichtslosen Diener stehen. Den werde ich natürlich erstmal fragen, was los ist. You are expected in the small salon, sir. You are expected in the small salon, sir. Naja, ich weiß auch nicht, wo der ist, aber ich schätze mal unten. Der kleine Saloon. Okay, dann lass mal losflitzen. Ach komm, das Rätsel. Ich meine, es hat jetzt ein bisschen gedauert. Ich werde es aber auch nicht zusammenschneiden. Ne? Ich lasse das so. Ich lasse alles so, was ich mache. So, der Small Saloon. Ah, hier wieder die schöne Statue. Und die schöne Frau. Emily, I must What's speak the to matter, you. Louis? I have news about your sister. What have you found out? Look, I've started piecing together the events leading up to my mother's disappearance and your sister's. Did my mother know about your secret? Yes, even though I belong to the English chapter, her rank in the Order gives her access to a good deal of personal information. It must have been Emma I saw in my vision. I was given to understand that my mother and your sister bonded during their stay. Okay. Ich lese noch einmal vor. Das war ziemlich schnell für mich. Ich habe nämlich kurz weggeschaut. Ich habe herausgefunden, dass meine Mutter und ihre Schwester während ihres Aufenthalts hier gemeinsame Sache machten. Habe ich das? Ich glaube schon. Sie zu über den Albtraum hinausgehen befragen, von den Nachrichten erzählen. Ich erzähle ja erstmal. Ich hoffe, ich darf die anderen Fragen auch noch stellen. They kept up a secret correspondence, which makes me think they were suspicious of someone. And did you find out who it was? No, but von Wollner is mentioned. They were planning to make a quick getaway and were looking to hide something beforehand. Have you got these messages? Yes. Go ahead, take a look. I see. I must say, thanks for your honesty, Louis. Should I speak to her about my vision? If what I saw is true, she might want to take revenge. Oh mein Gott, ey. Also nichtssagend wäre auch schützend für mich, aber wenn ich ihr es erzähle, dann bedeutet das, ich vertraue ihr. Und ich mag das Kleid, was sie trägt. So. Emily, there's something else. Go on then. It's about your sister. I don't know what happened exactly, but it's possible that my mother had a go at her. I know, Louis. I found out that same evening. Well, thanks for not trying to hide it. What? Why didn't you tell me? I didn't know if I could trust you. Now I know I can. It seems that your mother tricked Emma. She apparently asked her to hide an important book, so that even she wouldn't know where it was. And then she shot her like a dog to make sure no one would ever find it again. Okay, and I quote, ich lese nochmal. Danach brachte sie Emma kaltblütig um, so dass, wird das so zusammengeschrieben, so dass niemand das Buch je wiederfinden kann. Aus welchem Grund? Why would she do that? I don't know, Louis, but I'll find out. You can count on that. I'm sincerely sorry, Emily. Thank you, Louis. But you do realize your mother will have to accept the consequences of her acts. There must be an explanation, Emily. That's what we shall see. Come, Louis. They're waiting for us. You make me wanna puke. Du bringst mich zum... You will pay dearly, Peru. I'm sure you were involved somewhere along the line. That's right. Pretend you don't know. One piece of advice. Don't travel through France on your way back, or it'll cost you dearly. Calm now, my friends. Let's calm down.
Everyone seems to be a little unnecessarily heated. Don't forget where you are, please. What's going on here exactly? Sir Gregory called us together to introduce the last guest. But hardly had we arrived when he set upon Monsieur Peru. Nur zum Verständnis. Aber kaum war diese da, hat er sich schon mit Mortimer Peru angelegt. Monsieur, Entschuldigung, Mortimer. Ich habe gleich einen Namen draus gemacht. Warum der Streit? Wer ist der letzte Gast? Mich interessiert nur der Gast. Oder der Streit? Okay. And what has Mr. Peru done to once again provoke someone's anger? We don't really know just yet. I get the feeling it won't be long before it gets out. How could you dare do such a thing? Dios mio, you are all out of your minds! Really, Duke Manuel? What made you kick up such a fuss? What? Have you not heard? Well, let me inform you that yesterday morning at 10:22 a.m. precisely, in the middle of the Place de la Révolution in Paris, by decree of the National Convention which Monsieur Peru works for, King Louis was guillotined. What? Oh no. The King of France is dead, gentlemen. Our monarchies are in danger. I have said it before. How dare they? Oh dear. Oh, as if it Friends, let us calm down. Don't pretend to be surprised. He got a fair trial. Ridiculous! Bastard! He was sentenced to death by 361 votes to 360. You beheaded a king for one vote! Is that your democracy? What an obnoxious act. Until this, anything was possible. This political coup will have grave consequences. France is lost. Gentlemen, please, let us take a step back a moment. In the name of holiness. He was the highest representative of God in France, Emily. Gentlemen, Duchess, we're all among people of reputable company here. We should be able to manage the conflicts of our nations in a respectful and orderly manner. I fully agree with you, sir. But That's enough, sir. with whom do I have the pleasure of speaking? Louis Maras de Richet. Are you related to Sarah de Richet? Sarah is his mother, Duke. Gentlemen, this news affects us all, but I must ask you to remain calm. It's not the first time history has taken us by surprise. Let's ensure that our respective countries are allowed to respond appropriately to this news. Oh, rest assured. The response will not fall short, my friend. Good for you. Well, Your Grace, here I was preparing to introduce you, as is proper, and you've beaten me to it. I'm delighted that we are all together at last. Our meeting will therefore be able to kick off shortly. I have just a few more little preparations to take care of before you all find out the reason for your presence here. In the meantime, I shall leave you to get to know one another. When you hear the bell, please proceed to the conclave room on my left, behind that door. I'll see you later. Could you spare a moment, please, sir? I'm glad you asked. I want to talk to you, too. Of course. I heard about your mother's disappearance. He looks concerned. I don't know why, but I doubt it's from sympathy alone. Well, let's see what he wants from me. Any news of her? Have you found her, maybe? Oh nein, nicht schon wieder so eine Konfrontation. Ich verliere das doch immer. Erzählen, was du herausgefunden hast. Okay. We found traces of her that would indicate she's still on the island. Her personal belongings? Yes, but nothing of great interest. Scraps of food, some clothes. Ah, I see. Well, too bad. Ich hab's doch gesagt. Monsieur de Richet. All right then. Thank you. I hope that your search will prove successful,
and bring Sarah back to us soon. I must go now. I'll see you later. Ich hab's gewusst. Was soll's. Was soll ich denn sonst? Soll ich dem alles verraten? Außerdem habe ich drauf gedrückt und wollte sagen, was ich rausgefunden habe. Ich komme mir hier verarscht vor. Ja, hat da was geblinkt. A pound. Ein Pfund. Ja, aber vielleicht führt mich das ja auch... Space left. I'll retrieve it later. Was ist das überhaupt? Regenerierte Effekte auf, hebt Effekte auf. Okay. Das meiste benutze ich überhaupt nicht, was ich hier so... Hey, these look like pages taken from an ancient encyclopedia. Chronicles of the Amber Princes. As I recall, Dorkin was my favorite character. Ich muss mich nachher ein bisschen umschauen. Da sind bestimmt ein paar Bücher, vielleicht auch ein Buch dabei, was er mitnimmt. Wo ich wieder was lernen kann und dann kriege ich wieder Punkte. Das sieht aber auch schön aus, ja? Richtig schön prunkvoll. Hier glänzt wieder was. Hier glänzt was, Leute. Ja? Sieht schön aus, ja? Okay, es hieß irgendwas mit einem kleinen Saal, wo ich als nächstes hingehen soll. Ah, ja, okay. Ich komme hier nicht rein. Ich komme hier nicht rein, also dann lass mal wieder rausgehen. Ich glaube auch nicht, dass ich noch was finde. Ja? Sieht nicht so aus momentan. Aber es ist aber auch, mein Gott, das ist ärgerlich, dass ich das nicht so hingekriegt habe. Es ist wirklich ärgerlich. Komme ich hoch? Ich komme hoch, das ist nicht gut. Komme ich raus? Nein. Lord Mortimer certainly has a taste for staging rooms. Oh, steht hier jemand? Ah nein, ich setze mich jetzt nicht hin. Ich könnte mich hinsetzen. Oh, was ist... Ich hatte auch mal so eine alte Karte, aber von Deutschland. Sollte ich schon den Raum betreten oder nicht? Finde mehr Hinweise für die zur Nachricht deiner Mutter. Okay. Lass mal. Jetzt muss ich wieder die Räume durchsuchen. Nein, ich darf nicht überall rein, das ist gut. Kann ich auch nicht rein. Ich gehe erstmal alles durch. Oh, wen haben wir denn hier? Emily. What do you want, Louis? I have a question that might seem a bit strange, but... Go on. If I said go beyond the nightmare, would that mean anything to you? No, means nothing to me. Do you mean literally or figuratively speaking? In the figurative sense, probably. I'm trying to understand what it refers to. Well, if I come up with anything, I'll let you know. What do you think of our last guest? Well, I never thought I would get the chance to meet that Hispanic Casanova in the flesh. His reputation is well known. The gentleman collects lovers, including, would you believe it, the Queen of Spain. I doubt that Lord Mortimer invited him for his charm, if you want my opinion. Emily, what can you tell me about the coming conference? Sir Gregory and Lord Mortimer organise this kind of high society meeting every so often in order to consider the world situation. But to what purpose? Well, by bringing together the most influential people from the dominant nations of the modern world, they allow the mighty to discuss matters with calm clarity. There are precedents of armistices being signed at the end of these talks, you know. Talking while holding a glass of brandy makes things easier. You'll see.
You're leaving me? Unfortunately, I have things to do. Thank you again, madam. Ja, das ist schon seltsam, dass so viele einflussreiche Leute hier eingeladen sind. Ich sag ja, das ist eine... Hier ist irgendwas im Busch, irgendwas mit neuen Weltordnung oder was weiß ich. Bitte. Oh, ich kann auch hoch. Oh, jetzt wird es ja richtig kompliziert. Jetzt ist... Jetzt, wenn ich überall hin kann, dann... Wo soll ich die Hinweise finden? Raus darf ich nicht. Da kann ich eigentlich irgendwo hinten... Muss auch ein Garten sein. Okay. Okay. Damit ich hier niemand übersehe. Gleich mal umschauen, ob hier noch mal jemand zwischen den Säulen steht. Oder ob ich ein Buch vergessen habe. Ah. Doch ein Buch. Oh, was ist denn los? Den Vogel reden. Jetzt kann ich auch noch mit dem Vogel reden. Well, Waldo, is your master good? Sarah Deriche? Waldo, you know Sarah? Nein. Hang on. What's this painting? The Nightmare painted by Fuseli in 1781. Ah, this must be what my mother was talking about. Now just need to find out what she meant by go beyond. Hey, looks like it's mounted on rails on each side. It should lift up, I think. There must be a mechanism somewhere. Ich habe was rausgefunden. The Nightmare painted by Fuseli in 1781. Ah, this must be what my mother was talking about. Now just need to find out what she meant by go beyond. Das ist aber auch ein Riesengemälde. It's mounted on rails on each side. It should lift up, I think. There must be a mechanism somewhere. Ja, nochmal schaue ich es mir nicht an. Also zumindest nicht hier unten auf dem Punkt. Ein Mechanismus muss irgendwo sein. Let's take a closer look. Oh, ich würde mir das alles... Nein, ich nehme auch hier nichts. Judging by the shape, I'd say they're Criollo cocoa beans. The chocolate of the Mayas, the rarest of the beans. Some even say they're an aphrodisiac. When a product is in fashion, people attribute all sorts of virtues to it, not to be given to animals. Was steht hier? Die Zahlen für das Jahr... Oh nein, kommt man nicht nochmal mit Zahlen. Ich hab's nicht so damit. Sehr geehrter Guido Poletti. Ich schreibe Ihnen in Bezug auf das Gemälde. Er schreibt in Bezug auf das Gemälde. No, what have we got here? Oh, it looks like a model of a lock. As if Mortimer is fond of complicating things sometimes. So, jetzt aber hier, komm. Oh nein, ich hab's geahnt. Da ist wieder ein Rätsel. Aha, I found it. Oh, what on earth is this? A ring lock now? Great. That's all I needed. Ach,
Ach, das sind... Ah, was war das jetzt mit 1900? Ich hatte doch hier was gelesen. 1792. 1792. Sind das überhaupt Zahlen? Ja. Well, I got it wrong. It doesn't matter. Ah, ja klar. Ich krieg immer das Falsche. Immer das, was ich... Oh, bitte, nein, ich ahne es. History of the First Crusades by Pierre Amédée de Nassau. Hey, the dates indicate AL, and it looks like 4,000 years have been added to our calendar. Oh, that counting system again. Was sagt mir das? The famous call of Pope Urban II. 20 years after the capture of Jerusalem from the Arabs by the Turks, Urban II convened the council. He promises a plenary indulgence to Christians who go and get Jerusalem back from the Turks. The result: the Jewish community on the road to Jerusalem found itself persecuted for no reason. 12,000 Jews would perish. Not to mention the massacre of Ma'ara, where acts of cannibalism by Frankish crusaders were reported, or even the capture of Jerusalem, where approximately 30,000 were left dead. It signaled the beginning of centuries of wars of religion. Or how Louis VII, King of France, eager to be pardoned for the death of thousands of innocent people in the fire of the Church of Vitry, convinces the Pope to authorize him to lead his own crusade. The result? In Germany, a new outburst of violence against the Jewish community, and a monumental fiasco by poor Louis VII, cuckolded by his wife's uncle. The famous call from Pope Gregory VIII in his Audita Tremendi Bull of 5,187. Oh, the crusade where Richard the Lionhearted distinguished himself. It states the first sea blockade of Saint-Jean d'Acre was broken in the 12th month of 5,190 AL, whereas the siege had been going on for 2 years. Sorry, ich habe was aufgeschrieben. Deswegen. Ich habe die 5187 aufgeschrieben und der 5190 aufgeschrieben. This painting isn't finished. It looks like Mortimer probably did it. Not bad, but you can't exactly say it's been done in the style of the period. Noch ein Buch? Okay, ich probiere mal die 2 Zahlen aus, die ich jetzt so... Den Vogel lasse ich mal in Ruhe. Ich keine Ahnung, ob der mir was bringt. Also 51, also... Ist das eine 1? Einundfünfzig, 87. Wir werden sehen. 3, 4, 5, 6, 7. Well, I got it wrong. It doesn't matter. Toll. Jetzt haben wir noch die 5190. 9. Dann muss ich wieder auf die 0. Damn it. Doesn't work. Das kann doch nicht. 1,190.
was pretty sure it was right. Maybe I didn't use the right dating system. 5190. Vielleicht sollte ich es mal verkehrt rumprobieren. Vielleicht. Also würde das bedeuten erstmal die 0. Vielleicht ist es ja umgedreht. Vielleicht hat er ja wirklich recht. Dann die 9. 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Mach mal hin hier. 9, 1. Und die 5. Er hat zumindest festgestellt, dass das stimmt. Irgendwie. Well, I got it wrong. It doesn't matter. Alter Schwede. Mensch, er hat doch erzählt, dass das mit den, finde den Code für die, ach mein Gott, nochmal. Ich will ja nicht 1000-mal die Bücher noch durchlesen. Finde die First Crusades by Pierre Amédée de la Salle. Ja. The dates indicate AL, and it looks like 4,000 years have been added to our calendar. Oh, that counting system again. Den Autor mit den Jahreszahlen in Verbindung bringen. Jahreszahlen analysieren. Das ist doch... Ja, ich muss mal was anderes. The Crusades took place not long after the year 1000. Here all the dates say 5,000 and something. I'm guessing this dating system begins 4,000 years before the calendar that we use. Yet, I'm getting the feeling that there's something else, another small detail, but what is it? Ich habe keine Ahnung, was das Detail ist. 5190 war die Zahl. Ach komm, lauf ordentlich. Lauf. Coup de Lance by Paul Rubens. Das hilft mir auch nichts. William Alexander Mortimer I, the 12th month of Anno Lucis, 5190. That's a funny date. That date in 5,000 is something again. I wonder what in the world it means. Ja, 5190. Ja, wir haben es wieder gefunden, das Datum. A painting depicting the Third Crusade. It's titled Winter Before the Fall of Saint-Jean d'Acre. I get the impression I've seen that before. In fact, I've read something on the Crusades before in the study. He clearly loves the subject. Vielleicht muss ich vom Datum her eine Zahl zurückgehen. Vier. 0. 8. Was kommt denn vor der 0? Da kommt die 1. Das ist doch auch Blödsinn, was ich jetzt da mache. Well, I got it wrong. It doesn't matter. Es sind 4 Taten, also ich würde sagen, 6. 6. 2. Ich habe das ja aufgeschrieben, deswegen. 0. 1.
Well, I got it wrong. Ich hab ja kein Glück mehr. Ich hab kein Glück. Was steht hier nochmal? Was steht auf dem Zettel? Ist da auch irgendwo eine Zahl abgebildet? AL. Was sind wieder? 1792 habe ich schon ausprobiert. Vogel. Hast du nach dem Code fragen? Tell me the door code. Ja, das wäre ziemlich seltsam. Let's take a closer look. Kommt jetzt auch nicht mehr drauf an. Judging by the shape, I'd say they're Criollo cocoa beans. The chocolate of the Mayas. The rarest of the beans. Some even say they're an aphrodisiac. When a product is in fashion, people attribute all sorts of virtues to it. Not to be given to animals. Man sollte sie nicht Tieren geben. Ja, ich will den ja auch nicht vergiften oder so. Das wär ziemlich gemein. This painting isn't finished. And it looks like Mortimer probably did it. Not bad, but you can't exactly say it's been done in the style of the period. Muss irgendwas sein, ey. There are two dates on this painting. 1154 AD and 5154 AL. 1154 jetzt. Mann, oh Mann. Ja, zwei Zahlen 1154 und 54. Mach mich nicht wahnsinnig. Ich gebe ja ungern auf. Ja. Also, wo sind wir hier? Was ist hier der Stand der Dinge? Wir machen erstmal die 1154. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 3, 4. Well, I got it wrong. It doesn't matter. It doesn't matter, wirklich wahr, ey. Also. Und jetzt haben wir die 51, 54. Das steht doch schon hier, oder? Well, I got it wrong. It doesn't matter. Ah, echt. Bin ich so dumm oder was ist hier los, ey? Leute. Das ist mir jetzt zu blöd. Sorry. Aber ich höre jetzt erstmal auf. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten wieder und da, ja. Keine Ahnung, ich will nicht in irgendeine Lösung schauen, aber ich werde es rausfinden. Und dann geht es weiter. Und da könnt ihr gespannt sein, was hinter diesem Raum ist. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören, wenn ihr bisher dabei wart. Ich bin erstmal weg. Tschüss.